Okay, Würzelchen. Schauen wir da mal ums Eck. Ist da noch was? Hallo, Briefe. Seid ihr hier? Nein. Nein. Nein, da vielleicht? Nein. Oh. Hallo, was machst du denn hier? Na? Na? Was passiert eigentlich, wenn wir dich hier eins weiterschubsen? Na komm schon. Komm, komm, komm. Komm schon. Komm schon. Oh, da ist er ja schon wieder. Hallo, was ist eigentlich... Wie wär's mit... Na? Hasenbraten? Scheint nicht zu klappen. Hasenbraten? Über Eck angetäuscht. Immer noch nicht. Du vielleicht? Du? Ich treffe auch einfach nicht, ne? Oh Gott, ich komme in die Hölle. Heute reden wir über Down the Rabbit Hole und warum ich glaube, dass man dieses VR-Spiel ausprobieren sollte. Die Steuerung. Am Anfang war ich noch sehr von der Mechanik verwirrt. Die Steuerung wird zwar angegeben, aber jetzt nicht in der Zuordnung, die ich verstanden hätte. Drücke den grünen linken Knopf. Diesen ersten Frust habe ich allerdings abgelegt, als ich das erste Mal an eine Wurzel gefasst habe. Nach einem endlosen Fall in die Tiefen des Hasenbaus, auf welchem der Charakter alles vergisst und man selbst nur noch verwirrter wird, kann man sich an den Wurzeln durchs Spiel entlang hangeln. Now try to grab 2 at a time. Was das Spiel auch von anderen Spielen wie Moss unterscheidet. The roots are pleased. Auch neu ist die Möglichkeit, von Raum zu Raum zu schauen, was recht viel Frustration aus dem Spiel nimmt. Nein, nicht da lang. Wieder zurück. Danke. Nein. Oh. Nein, nicht. Oh, schon wieder. Oh Mann, ey. Bleib da jetzt drin, Mensch. Ich könnte... Boah, ich lern's echt gar nicht. Meine Fresse, ich hasse dich. Nach kurzer Zeit hat man dann auch raus, wie und wann man mit dem Charakter und wann man selbst mit dem Spiel interagieren kann oder sollte. Die Geschichte. Ich liebe Adventures und ich liebe das Alice im Wunderland-Universum. Dass ich dieses Spiel gut finden würde, war also von Anfang an klar. Nach dem Fall landet man, in einem Hasenbau und wird von einem freundlich gesinnten Hasen begrüßt. I'm not talking, I'm yelling! Okay, ist ein bisschen angefressen, weil man seine Anmeldung zerschreddert hat. Aber ein Teil des Spiels ist es ja, diese wiederzufinden. Go find those invitations. Why can't you do it? Did you see how many baby bunnies I have to keep alive? Und übrigens sucht man auch sein Haustier, was man von Anfang an verloren hat. Auch wenn man am Anfang gar nicht mehr weiß, was das für ein Tier war. Die Grafik ist bezaubernd, der Story fehlt es nicht an Humor. Strangely, it's been practically raining bunnies lately. Auch der Hatter, No! die Katze You look lost. und die kiffende Raupe sind wieder am Start. Home. To travel there, you will need to pass through the forest of many cats. Let your psyche flow through the tunnel to my right, for there the thirst of your soul will be quenched. Ja. Allerdings will dann doch nicht so ganz die Alice im Wonderland-Atmosphäre aufkommen. Dafür bekam ich etwas anderes. Je weiter ich mich den Hasenbau hinunterschlängelte, desto mehr merkte ich buchstäblich, der Mittelpunkt dieser erstaunlichen Welt zu sein. Das Spiel gab mir das wundersame Gefühl, mit meinem alten, fast vergessenen Puppenhaus zu spielen, wiewohl einerseits innerhalb, gleichzeitig auch außerhalb des Puppenhauses zu sein. Die Rätsel. Ganz ehrlich, irgendwie waren die Rätsel doch etwas willkürlich. Es fehlt an einem langsam, aber stetig wachsenden Gefühl der Verzweiflung, das mich regelmäßig bei Adventuren überfällt, da die schiere Komplexität an Rätseln, die man erledigen muss, um weiterzukommen, wegfällt. Okay,
Okay, Leute, ich glaube, ich hab's. Ich muss nur noch diese Dose mit Erdnussbutter füllen. Die kann ich dann bei Gertrud tauschen und diesen lila Apfel gegen den grünen austauschen. Diesen grünen Apfel kann ich dann zum Zeitreisen benutzen und kann diesen roten Buzzer gegen den grünen austauschen und den grünen kann ich dann benutzen, um ein Raumschiff zu bauen, um endlich hier wegzukommen. Was sagst du? Ich brauche ein Fluchtauto? Nein! Für manche Rätsel ist es dennoch wichtig, auf die Geschichte zu achten, weil man ansonsten nicht an alle Einleitungen kommt, da die Rätsel sonst nicht lösbar sind. Einige Rätsel sind sehr einfach, Sorry, Big King. während ich andere bis heute nicht verstanden habe und ich die einfach nur durch Brute Force gelöst habe. Alle Einladungen zu finden ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte, die mir nochmal eine extra Spielstunde beschert hat. Also, wenn man auf hohem Niveau meckern möchte, wären mehr zusammenhängende Rätsel vielleicht auch von Raum zu Raum ganz toll gewesen. Allerdings sehe ich das auch ein, dass das mit einem fehlenden Inventar wirklich schwierig machbar ist. Eine weitere Mechanik, die ich noch cool gefunden hätte, wäre, wenn ich einfach selbst so diese Charaktere von Raum packen hätte können und von Raum zu Raum stellen können. Aber ansonsten habe ich eigentlich gar nichts an dem Spiel zu meckern. Die Mechanik und die Grafik und auch die Welt an sich waren so gut, dass es das zu einem der besten Spiele macht, die ich je auf VR gespielt habe. Ja, das war's dann von meiner Seite. Wenn es noch Fragen gibt, lasst es mich wissen.